Wir hatten es vor kurzem ja von dem Z1 Speicherwerk, wo wir die Mechanik mal erklärt haben. Wie funktioniert das mit den Blechen, wie die da bewegt werden? Und jetzt habe ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht, was denn eigentlich die logischen Operationen dahinter sind. Wie kann man das jetzt erklären, warum das Modell so funktioniert, wie es funktioniert? Und dafür schauen wir uns jetzt erst nochmal den ursprünglichen Beitrag aus dem Deutschen Museum an, wo wir sehen, wie die Adressierung bei dem Modell von Konrad Zuse realisiert ist. Lass uns mal in die Adresse 1 eine Dezimal 3 speichern. Ich würde jetzt denken, dass ich hier 0, links ist 0 und rechts ist 1. Das wäre jetzt doch logisch. Das wäre die Adresse 0. Aber kann es sein, dass es genau anders ist? Das wäre Adresse 1. Das ist richtig, weil ich glaube, der linke Schalter ist das höherwertigere Ja, hier steht es ja auch 00, 01, 10, 11. Ah ja, hier steht es ja auch, genau. Also der linke Schalter ist das höherwertigere Bit und der rechte das niederwertige. Und das haben wir jetzt auf 1 gesetzt. Das heißt, wir müssten jetzt tatsächlich die zweite Zeile, also Adresse 1, ansprechen. Und wir wollen jetzt was reinspeichern. Der Speicherknopf steht schon. Dezimal 3 wollte ich reinspeichern. Das heißt, das wäre 1100. Also von hier aus gesehen 10, genau. 0, 0, 1, 1 von links gelesen. Drehen und sehen in der zweiten Spalte auch. Wir hätten jetzt was anderes erwartet. Warum das so ist, mechanisch, haben wir dann herausbekommen in dem zweiten Video. Das ist Zuse Z1 Speicher. Und dann haben wir die Adresse 01, also die Adresse 1 in Dezimal zum Beispiel auch, abgespeichert. Wenn ich jetzt das Ding ziehe, also aktiviere, das ist ja dann im Prinzip der Bus, der sagt, jetzt will ich in die zweite Zeile schreiben eigentlich. Was aber Quatsch ist, weil wir ja gesagt haben, vertauscht. Also ist nicht die Adresse 1, sondern müssen wir umgekehrt sehen, 1,0 eigentlich. Und deswegen wird diese Adresse hier gezogen. Das wäre dann die 012, die zweite Adresse. Adresse 2, beziehungsweise die dritte Zeile. Und jetzt habe ich eben noch eine Präsentation vorbereitet, um zu zeigen, was die logischen Operationen sind, die zu diesem Ergebnis führen. Ja, hier sehen wir rechts die Bleche, so wie sie in dem Patent beschrieben sind und schon mit Farben ein bisschen kodiert. Hier oben, das ist einfach nur so ein Führungsblech. Das sind die Eingabebleche für die Adressbits. Und die anderen, da werden wir gleich mal sehen, wofür die da sind. Aber wir müssen es jetzt erstmal reduzieren, um von dem Patent zum Modell zu kommen. Weil bei dem Patent hat Konrad Zuse 3 Bits verwendet, mit denen er dann 8 Adressen ansprechen kann. Und deswegen müssen wir es alles ein bisschen kleiner machen. Also hier aus den 8 machen wir 4 Bits und dann brauchen wir auch eine Adressleitung weniger. Und ist auch kürzer hier das Blech. Und WV3 brauchen wir gar nicht. So, und das können wir jetzt zusammenbauen und mit Schaltstiften verbinden. Unser zusammengebautes Wählwerk mit 2 Adressbits, die dann eben 4 Adressen auswählen können. Um zu verstehen, wie das ganze Ding funktioniert, bauen wir es wieder auseinander. Also Schaltstifte in der Explosionszeichnung erstmal entfernen. Dann ziehen wir das erstmal auseinander. Und hier rechts, weil ich das jetzt so gemacht habe, dass alle 4 gleichzeitig bewegt werden von diesen Blechen. Wenn der Takt kommt, haben wir das jetzt hier zusammengefasst. Dann tun wir die Stifte wieder rein und verbinden die logisch horizontal. Die 4 Knubbel, die da verbunden sind, entsprechend einem im 3D-Modell. Und die Zuordnung ist dann wie folgt. So, dann haben wir alle unsere 8 Knubbel definiert in 3D und in 2D. Dann haben wir die Eingabe, 2 Bits, wie gesagt, A und B. Und jetzt gucken wir erstmal, was passiert denn, wenn ich die Adresse 1.1 da einstelle.
Das macht man in dem Modell über die rechten Drehregler. Ja, und dann wird auch Adresse 30123 gezogen. Das funktioniert. Und um zu verstehen, wie das Ganze jetzt eigentlich realisiert ist im Detail, bauen wir jetzt das alles nochmal ein bisschen auseinander. Ein Bit erstmal für die Eingabe. Und in der Folge habe ich jetzt eine Farbkodierung verwendet, nämlich blau für alles, wo eine 0 rauskommt und rot für alles, wo eine 1 rauskommt. Das passt eigentlich ganz gut zusammen mit den verschiedenen Disziplinen, die wir so haben in unserer Technik und im universitären und Schulbereich auch. Und jetzt tun wir das rechte Blech vereinfachen. Da haben wir ja diese Aussparungen, die wollen wir jetzt erstmal nicht, und setzen so senkrechte Aussparungen rein, was zur Folge hat, weil das Ding wird ja nach rechts geschoben, dass dann das 1 ist, wenn der Takt kommt, weil der Knubbel bewegt sich, der muss sich bewegen. Immer, egal ob er oben oder unten steht, ist immer 1. Und dann haben wir hier unsere Logikbleche. Wir sehen hier, wenn a gleich 0 ist, also wenn der Knubbel oben ist, muss das Ding sich auch bewegen. Und in dem Fall nicht, weil der wird zwar gezogen, aber der Knubbel, der kann dann in diese Aussparung rein, was zur Folge hat, dass das hier nicht bewegt wird. Wenn ich hier ziehe, dann haben wir hier eine Kopplung und dann wird das gezogen, hier das gleiche, und für die anderen zwei Zeilen wird es nicht gezogen, weil wir diese Aussparung hier haben. Ja, das sieht man, das funktioniert. Und jetzt kann man sich überlegen, was sind das eigentlich für logische Operationen, die wir da ausführen. Wir haben a gleich 0 eingestellt und dann wird aber das hier oben gezogen, wird also zu 1. Das ist das Inverse. Aus der 0 wird die 1. Und hier, da ist die 0 eingestellt und es kommt auch die 0 raus. Das ist die Identität, nennt sich sowas. Also a rein, a raus. Und jetzt nochmal für a gleich 1, wie sieht es da aus? Dann werden die Aktivierungen vertauscht, weil natürlich für a gleich 1 ist die Identität 1 und die Negation oder das Inverse ist 0. Wir sehen hier, das wird gezogen, also a1 rein, dann kriegen wir auch hier eine entsprechende 1 in der Zeile. Machen wir es uns nochmal ein bisschen leicht. Wir schmeißen alles weg, was wir gerade nicht brauchen, und schauen uns die Identität an. Hier ist die Wahrheitstabelle schon mal vorbereitet. Also wenn ich a reinstecke, dann soll auch a rauskommen. Also 0 rein, 0 raus. Funktioniert das? Ja. So, und zweite Zeile, 1 rein, 1 raus. Geht das? Geht auch. Also haben wir die Identität überprüft und die funktioniert auch so, wie sie soll. So, jetzt kommen wir zum nächsten, zum Inversen. Da ist es genau umgekehrt. Wenn ich für a 0 reinstecke, soll bei der Funktion not von a 1 rauskommen. Was auch der Fall ist. Warum? Weil wir hier oben die Kopplung haben. Und die zweite Zeile, wenn ich 1 reinstecke, soll hier eine 0 rauskommen, was auch funktioniert, weil hier keine Kopplung stattfindet. Also haben wir das Inverse auch überprüft. Das Inverse und die Identität waren ja Funktionen mit einem Parameter nur. Und jetzt kommt als nächstes eine Funktion mit 2 Parametern, a und b. Und jetzt tun wir auch jetzt unsere zweiten Bleche, wie sie vorher waren, wieder herstellen. Das wäre dann die erste Operation und das ist die zweite Operation. Gehen wir mal davon aus, dass es nicht b, nicht b, b und b ist an der Stelle. Jetzt haben wir eine Verknüpfung, und zwar mit dem und-Operator. Das logische und, weil wenn der sich hier bewegt, dann muss der sich auch bewegen. Und dann sind die zwei Operationen gekoppelt. Also Führungsbleche wieder rein. Und jetzt nochmal das und-Gatter mal im Detail sich anschauen. Wieder Wahrheitstabelle. Also 0 und 0 soll die 0 ergeben. Ja, das ist logisch so. Der einzige Fall, wo a und b 1 ergibt, wäre 1 und 1. Also prüfen wir mal die Wahrheitstabelle. Wir ziehen da, kommt die 0 raus, richtig. Stellen wir a gleich 0, b gleich 1 ein und ziehen, kommt auch die 0 raus. Sehr gut.
Dann machen wir A11. Wie gesagt, wir erwarten, dass hier das gezogen wird, weil das die einzige Zeile ist, wo das Ergebnis 1 ist. Und das letzte 1,0, wo wir auch die 0 erwarten. Also sehr gut, hat funktioniert. Soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns das ganze Ding nochmal an, in der Theorie erstmal. Wie soll es denn funktionieren? Also haben wir hier die Adressen 0, 1, 2, 3, sehen wir hier links nochmal. Und die zwei Eingabebits A und B mit allen kombinatorischen Möglichkeiten 00, 01, 10, 11. Und normalerweise in der westlichen Welt ist es so, dass das Least Significant Bit rechts ist und das Most Significant Bit links. Warum Most und Least? Weil dieses Bit hier hat mehr Einfluss auf den Wert. Also wenn ich da ein Bit anmache, dann wird die Zahl größer, als wenn ich es da anmache. Und wie rechnet man das jetzt aus? Wir haben hier A, sehen wir hier 0, 0, 1, 1 und B hier 0, 1, 0, 1. Und das multipliziert man dann entsprechend mit der Stelle 2 hoch 0, also da im Exponenten steht dann immer die Nummer des Bits 0 und hier Bit 1 die 1. Und wir wissen alle aus der Schulmathematik, dass 2 hoch 1 2 ist und 2 hoch 0 1 ist. Also kriegen wir das Ergebnis. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, 0 mal 2 ist 0, 0 mal 1 ist auch 0, 1 mal 2 ist 2, 0 mal 1 ist 1. Und dann kriegen wir 0 plus 0, 0 plus 1, 2 plus 0 und 2 plus 1. 2 plus 1 ist 3 und das kommt von 1 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. Wie wird das realisiert in so einem Wählwerk? Wir haben ja hier oben nicht A und nicht B. Sehen wir auch hier, nicht A und nicht B. Und dann ist immer hier entsprechend ein Element 1 und die anderen sind alle 0. Wenn ich dann nicht A und B habe, dann wäre das 1 und ich hätte die Adresse 1 angesprochen. Wenn ich A und nicht B habe, habe ich hier 1 und 1. Ja, warum nochmal zur Wiederholung? A ist in unserem Fall 1. Die Identität von A ergibt die 1. B ist 0 und die Negation von 0 ist die 1. Also 1 und 1 ergibt die 1. Dann haben wir jetzt hier die dritte Zeile bzw. Adresse 2 ausgewählt. Entsprechend die vierte Zeile, da haben wir zweimal die Identität und da kommt A gleich 1 und für B haben wir hier auch 1, 1 und 1 ist 1. Was haben wir denn da hier eigentlich? Das nennt sich ein 2 nach 4 Decoder. Warum 2 nach 4? Weil wir haben zwei Adressleitungen, A und B, und die werden abgebildet auf 4 Adresszeilen. Da wird ja immer eine Zeile aktiviert und das nennt sich 2 nach 4 Decoder. Ja, die Welt ist nicht perfekt und das war ja gezeigt sozusagen, wie das eigentlich funktionieren sollte, sodass dann auch die Mathematik stimmt und wir die Adressen richtig in der Reihenfolge adressieren, aber in unserem Modell ist das vertauscht. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, wie das mechanisch funktioniert. Machen wir jetzt gleich nochmal. Also das ist das Ursprungsmodell. 0, 0 sollte die Adresse 0 geben. Das ist noch richtig. 0, 1 sollte die Adresse 1 geben. Ist aber jetzt in dem Fall nicht so, sondern da wird die Adresse 2 ausgewählt. Das sieht irgendwie komisch aus. 1, 1 sollte 3 ergeben, das passt. Und 1, 0 sollte eigentlich die Adresse 2 ergeben, ergibt aber die Adresse 1. Das ist so und ist hiermit auch wiederum zum zweiten Mal bewiesen, dass es so ist. Und jetzt schauen wir aber mal, wie können wir denn theoretisch das Problem lösen. Gehen wir nochmal zurück auf 0, 0. Also das ist noch das Originalmodell. Jetzt gehen wir mal ganz auf den Ursprung zurück, Farbkodierung mal wegnehmen. Und was wir eigentlich tun müssen, ist diese Bleche hier vertauschen, um das Problem zu lösen. Also ziehen wir die mal raus und bauen die in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Und jetzt müssen wir halt auch diese Führungsbleche neu machen, weil da die Ausfräsungen für die Anordnung falsch sind. Jetzt sehen wir jetzt hier die richtige Tabelle in Anführungszeichen und
mal überprüfen, ob das dann auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Erst einmal kurz checken, dass auch die Zeilen stimmen. Also nicht A und nicht B ist das erste, nicht A und B ist das zweite, A und nicht B ist das dritte, A und B ist das vierte. Jetzt wieder mit Farbkodierung die Wahrheitstabelle bzw. hier die Adressierungstabelle mal durchgehen. 00, also erste Adresse, Adresse 0. Das funktioniert. 01, da gehen wir davon aus, dass wir die Adresse 1 erwischen. Funktioniert. 11 wäre die Adresse 3. Funktioniert auch. Und jetzt, tada, 10 soll die Adresse 2 ergeben. Funktioniert. Also haben wir durch die Vertauschung der Bleche jetzt das so erreicht, wie es sein sollte bei dem Wählwerk. Ja, und das war's dann auch schon.